couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Hallo an alle Deutschen, Österreicher oder wo auch immer die deutschsprachigen herkommen. Vadikrab Pipi, Vadikrab Tukon. Heute möchte ich euch wieder begrüßen zu meinem Garten-Update. Ich möchte euch heute im Garten zeigen, was es hier so Neues gibt. Also lasst euch da überraschen. Viel Neues gibt es nicht, aber ein bisschen was zu zeigen ist denn doch. Würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn die neuen Zuschauer meinen Kanal abonnieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über Likes, viele Kommentare und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mein Video teilt. Also, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und lasst euch überraschen. Also mal vorab zur Information. Ich denke, ihr habt es in den Videosequenzen gesehen, die ich kurz eingespielt habe. Coco turnt schon wieder fleißig um mich herum. Der Tierarzt war heute da, hat die Fäden gezogen. Es ist soweit okay. Es ist bloß noch an einer Stelle, wo leicht noch, sage ich mal, verheilen muss. Aber der Tierarzt hat gesagt, es ist okay, er kann wieder rumrennen. Die Halskrause konnten wir ihm abnehmen. Muss ihm aber trotzdem jetzt noch, sage ich mal, 2-3 Tage an der Kette lassen. Einfach, weil es im Moment noch zu gefährlich ist, wenn er rausgeht und dort mit anderen Hunden spielt, sage ich mal, oder eventuell andere Hunde ihn jetzt beißen. Der Tierarzt hat gesagt, also er wird sicherlich nicht mehr beißen, weil eben er ist kastriert. Aber die Gefahr einfach, dass ja, da nochmal was passiert an der Wunde, ist zu groß. Also ich soll nochmal 2-3 Tage warten. Und also sofern ich das Grundstück verlasse, wenn ich hier bin, geht er ja eigentlich nicht raus. Und eben, also solange ich hier bin, lasse ich ihn springen. Und, aber ansonsten raus darf er erstmal noch 2-3 Tage nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, was es so Neues gibt. Meine Gurken wachsen jetzt ziemlich gut. Würde ich euch dann gerne mal zeigen. Hier seht ihr jetzt die relativ schon große Gurke. Bin ich mega stolz drauf, dass die jetzt so wächst. Ja, die anderen, habe ich gesehen, bekommen jetzt schon wieder Blüten. Also da wird, denke ich, jetzt dann bald dort auch wieder was losgehen. Die hier, so wie es aussieht, hat ihre Gurken, die sie gehabt hat, verloren. Aber kann ich verstehen, durchs Umtopfen. Ich hoffe, dass da wieder was Neues kommt. Ja, also so im Großen und Ganzen, denke ich, kann ich mit meinen Gurken zufrieden sein. Ich denke, mit den Gurken kann ich leben. Heute Morgen habe ich mal wieder den kompletten Garten gesprengt. Alles bewässert soweit. Ja. Davon sieht man jetzt am Mittag schon wieder nichts mehr. Es ist wirklich traurig, weil heute haben wir auch schon wieder 41 Grad bei uns. Die gefühlte Temperatur liegt bei 46. Ja, es ist recht warm und von daher verstehe ich auch die Pflanzen hier alle, wenn sie die Blätter hängen lassen. Aber ja. Ansonsten, was sich hier sonst noch so getan hat, die Mangos, die lassen immer noch ein bisschen auf sich warten, aber wachsen immer noch fleißig. Hier seht ihr die Mangos von dem Baum, der die großen Früchte hat. Jetzt werden sie, glaube ich, so langsam, also ich denke wahrscheinlich noch eine Woche. Denn an dem Baum, die wachsen auch weiterhin noch, sind auch noch nicht reif. An dem Baum genauso.
Coco, Coco. Und da seht ihr den jungen Mann da. Oder ja, was es jetzt ist, weiß ich nicht. Ja, also ihr seht, die Mangos wachsen, die Gurken. Was ich euch auch noch zeige, sind die Limetten. Die Limetten wachsen nämlich jetzt auch schön. Hier seht ihr ja den Limettenbaum. Und da eben, der hat jetzt auch sehr viele Früchte. Also die Limetten, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit. Die kommen jetzt überall. Ja, ich glaube aber nicht, dass es abstößt. Also ich habe mal nichts außenrum rumliegen sehen. Mit den Limetten bin ich also auch zufrieden. But I want you close, ooh, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, ooh, that I want you close. Dann gehen wir mal weiter. Zeige ich euch jetzt noch meine Tomaten und Langbohnen. Hier die Tomaten. Da kann ich jetzt schon wieder abernten. Dann hier meine Langbohnen. Da kann ich jetzt auch schon wieder heute ernten. Und wie gesagt, die alte Pflanze, ich darf ja nicht Baum sagen, die alte Pflanze trägt immer noch Früchte. Somit mache ich die auch noch nicht weg. Dann mein Schnittlauch. Hier auch wieder die Tomaten. Also ihr seht, Tomaten, Bohnen habe ich noch genügend. Da lasse ich mich jetzt überraschen. Wie gesagt, wie lange die jetzt noch die Früchte tragen. Bin ich mal gespannt, wenn jetzt dann vielleicht der Regen einsetzt, ob das denn weniger wird. Da lasse ich mich eben mal überraschen. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Ooh, close. Weiter geht's zu meinem Feigenbaum, der natürlich voll ist mit Feigen, aber die alle noch nicht reif sind. Aber da erwarte ich jetzt auch denn demnächst, dass ich da ein bisschen was von probieren kann, naschen kann. Seht ihr hier. Hier den jetzt, den ich ja neu gepflanzt hatte, die Feige. Die wächst auch hervorragend. Dann die Feigen, die ich neu gepflanzt hatte. Das ist ja hier mein Absenker gewesen. Der hat eben alle Blätter verloren. Coco, musst jetzt du da durchlaufen. Kriegt aber schon wieder eine neue Knospe. Also da wird sicherlich auch was kommen. Dann hier die ich ja auch neu angesetzt hatte. Ob da jetzt was kommt, bin ich noch gespannt. Aber der Rest wächst eigentlich fleißig weiter. Und hier, der kriegt auch schon neue Knospen. Hier der Lamut, also Chico aus den Philippinen. Hier meine Melonen, wo ich jetzt auch gespannt bin, ob da jetzt eine Melone kommt oder nicht. Also ihr seht auch da, der Lamut, also der Chico kommt jetzt. Meine Feigen, denke ich, kriege ich doch die ein oder andere durch. Da bin ich jetzt auch noch gespannt. Aber das wächst auch, also kann ich auch eigentlich sehr zufrieden sein. Und ja, meine Passion Fruit habe ich beschnitten wieder. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal noch zu den Kanunenbäumen, zeige ich euch da noch was, weil die wachsen auch nach wie vor fleißig, die Kanunen. But I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh,
Jetzt stehe ich hier mank den Kanunenbäumen. Ich zeige euch die auch schnell, weil ich denke, ihr kennt sie ja, aber die tragen auch nach wie vor noch Früchte. Da seht ihr jetzt, der Baum ist auch noch voll mit Kanunen. Die Bäume da hinten sind auch noch alle voll mit Kanunen. Wie gesagt, die Kanunen, die verteile ich hier an die Nachbarschaft. Ich kann nicht alle alleine essen oder gebe sie eben halt meinen Schweinen. Das ist so im Großen und Ganzen, was sich hinten auf dem Grundstück getan hat. Die zwei Rambutan, also jetzt mittlerweile auch der andere Rambutan, also Ngo-Baum, der bekommt jetzt auch schon Blüten. Also kommt da auch jetzt dann hoffentlich bald was. Ja, das wird, denke ich, die nächste Frucht sein, die dann hier wächst. Also ich hoffe mal, dass Früchte kommen, dass die nicht abstößt, weil es ist eigentlich so für die nächste Zeit doch ein bisschen Regen angekündigt. Dann hoffe ich, dass da auch ein bisschen Rambutan kommt. Was ein bisschen enttäuschend war, sind unsere 2 oder 3 Lychee-Bäume. Die haben dieses Jahr gar keine Blüten oder Früchte bekommen. Ja, ich vermute mal sicherlich auch aufgrund vom fehlenden Regen natürlich. Und ja, die Bäume, die Lychee-Bäume haben gern viel Wasser. Und ja, und natürlich halt auch von oben das Wasser. Und ja, wenn da nichts kommt, dann kriegen die natürlich auch keine Blüten und auch keine Früchte. Than before, but I want you close, ooh, ooh, closer than before, and no one knows. Jetzt bin ich vorne auf dem Grundstück. Da ist nach wie vor die Kokosnusspalmen, die viele neue Wedel rausschieben. Kann ich also auch zufrieden sein. Ich werde die wahrscheinlich jetzt die nächsten ein, zwei Wochen nochmal von den Wedeln her beschneiden müssen. Ja, aber so grundsätzlich kann ich zufrieden sein. Ich denke, die sehen gut aus. Das sind die 3. Und hier die anderen. Und ihr seht ja eben, die schieben schon wieder fleißig neue. Mit dem Düngen hat mir der liebe Günther gesagt, soll ich noch ein bisschen warten, bis der Regen dann kommt. Und ich werde jetzt warten, bis der Regen kommt. Dann werde ich die wieder düngen und werde dann eine Handvoll Salz dazu schmeißen. Und dann denke ich, dass da auch nochmal was den ordentlichen Schub geben wird. Ja, ansonsten blumentechnisch sind natürlich diese Kakteen, die rotblühenden, viel, wo wir hier haben. Aber ansonsten hat sich hier blumentechnisch nicht viel getan im Moment. I know that we've been through a lot. Now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. Was natürlich wieder sehr am Kommen ist, sind die gelben Trompetenblumen. Die haben sich von meinem Formschnitt wieder erholt. Zeige es euch mal. Seht ihr ja, die kriegen auch wieder recht viele Blüten. Und dann auch hier die Kokosnusspalmen, die nach wie vor schön wachsen. Dann natürlich die Blumen hier, wo nach wie vor auch schöne Blüten kommen. Das ist so das, was sich vorne auf dem Grundstück so getan hat. Ich denke auch, wie gesagt, mit den Blumen kann ich auch immer noch zufrieden sein. Die haben noch ordentlich Blüten. Die meisten bekommen jetzt da wieder viele Blüten. Also da wird vielleicht in dem nächsten oder übernächsten Gartenupdate wieder ein bisschen mehr
von den Blumen denn zu sehen sein. before. But I want you close, ooh, ooh, closer than before. And no one knows, ooh, ooh, that I want you. Ja, passend zum Wasserfest. Ich hoffe, dass heute noch was kommt vom Regen, weil es grummelt und donnert schon wieder um mich rum. Von daher werde ich versuchen, das Video heute mal ein bisschen kürzer zu halten. Ich denke so, das Fazit, eben die Mangos lassen doch immer noch ein bisschen auf sich warten. Also zumindest, dass ich mal süße Mangos habe. Ansonsten die Gurken wachsen hervorragend, bin ich auch zufrieden. Sonst meine Feigen, die kommen auch ganz gut. Die Limetten kommen. Dann habe ich immer noch den einen kleinen thailändischen Apfel, Farang, wo noch nicht ganz reif ist. Da warte ich noch ein bisschen. Bei der Schwägerin drüben gibt es einige Ananas noch, wo ich auch demnächst jetzt hoffe, ein paar zu klauen. Ja, aber ansonsten kann ich, denke ich, eben zufrieden sein. Die Limetten, wie gesagt, die sind auch gut im Kommen. Und ja, also ich denke, ich kann mit dem Wachstum hier wieder durchaus zufrieden sein, trotz dem fehlenden Regen. Ich denke, wenn der Regen dann mal kommt, dann wird es auch noch ein bisschen besser werden hier. Ich möchte mich jetzt eben auch noch ein bisschen beeilen, weil ihr wisst ja eben, das Wasserfest ist am Laufen. Hier fahren schon ständig Autos rum, die mit Wasser rumspielen. Ich möchte nachher auch noch ein bisschen, also erstmal gehe ich noch zu meinen Tieren noch mal raus. Wenn ich denn bei den Tieren war, möchte ich eigentlich noch das Video fertig machen denn für euch. Und dann geht es ja dann morgen los mit unserem Umzug hier von dem Wasserfest, von dem Songkran, wo ich ja dann auch noch gern filmen möchte. Ja, also seid mir nicht böse oder wahrscheinlich seid ihr nicht böse, wenn das Video dann doch mal ein bisschen kürzer wird. Also ich hoffe, es wird kürzer. Ja, ich möchte mich auf diesem Weg auf jeden Fall nochmal an alle bedanken. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, falls ich irgendwas nicht erwähnt haben sollte oder so, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich möchte heute das Garten-Update ein bisschen kürzer halten und sagt Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt gesund alle da draußen, passt auf euch auf. Ich werde jetzt den Abend noch ein bisschen mit Feiern ausklingen lassen und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Und ja, ich gehe dann morgen aufs Wasserfest und werde dann da hoffentlich schön filmen können. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer René aus Thailand. Before. But I want you close.